Meine hergelehrten Samen und Beeren, hinter uns liegt Schnee, in uns weht was Zerstäubtes. Sie alle drängen sich um das Feuer. Und wenn das Haus oder das Wort einbricht, dann nehmen wir die Balken und die Beine des Tisches und die Buchstaben aus dem Wort, um uns weiterhin im Feuergang und im Klang zu halten. Ich wollte eine Situation schaffen, die überhaupt nicht mehr greifbar ist. Dieser Sprecher, der da diesen Text spricht, der irgendwie immer diese Verständlichkeit hat, aber sich dann wieder dieser Verständlichkeit entzieht, da vor allem eine ganz andere Welt, also der bewegt sich so schön. Die Klanglichkeit der Instrumente beginnt aus dem Nix, also zuerst ist es einfach so ein Wischen auf den Seiten, man tut so, als wischt man das Polyphonium ab und aus dem entsteht langsam die ganze Klangwelt. Und die Grundlage war, eigentlich wollte ich eine Werkstattsituation erschaffen. Deswegen bin ich zuerst zum Geigenbauer gegangen. Das Klopfen, das am Anfang ist, das Suchen nach offenen Stellen beim Instrument. Das Wischen kommt sehr häufig vor, wenn man Geige spielt. Das Stimmen kommt sehr häufig vor. Und dann letztendlich zeigt er mir, was die Geige dann eigentlich an sich irgendwie ist natürlich, dass der Steg eine Verstärkung der Saite ist, die da drüber läuft. Und dann habe ich gedacht, das ist ja total ein schönes Bild. Das Instrument wird nur mal zum Verstärker, nämlich des Segens, und deswegen hält man ein Holz auf den Steg und beginnt darauf zum Sägen, und was dann auch wieder eine Entsprechung ist zur Stimme, die ja auch verstärkt wird oder verstärkt wird durch das Zuspielband irgendwie. So schien mir das eine sehr schöne Welt zu entstehen. Schießpulver macht nicht weh. Es schneit Schnee. Der Vogel seine Haut, es wandelt sich so matt knallt. Spüren wir schon als Nicht erhält. Wir bereden es hier und sind wie das Ende. Unser Staat ist die Heilung und Saat. Sie erklingt, naja, es singt und bringt uns ein im Widerspruch gelöst. Also bitte Sie nun, lösen Sie auf, ordnen Sie um, fügen Sie hinzu, lassen Sie weg, schenken Sie mir, pflichten Sie nicht vorbei, sondern gehorchen rufen mir das zu. So baut sich irgendwie eine Kulisse auf, die dann zum eigentlichen Vorspiel, also zur Ouvertüre mündet. Da kommen die Bläser und die spielen in der Dunkelheit eine Oberton-Ouvertüre. Das Thema, also Populus, das Volk, wer sind wir, was ist das Ich? Wir wollten es grundsätzlich als dystopische Zukunftsvision gestalten, einer musealen Atmosphäre. Ich habe immer Material versucht zu finden, das ein bisschen industriell ist und einfach eine kalte Atmosphäre schafft, was dem Thema, glaube ich, gut tut und ein bisschen unterstützt. Angefangen haben wir, dass wir natürlich mit der Videoprojektion eine Ebene haben, die auf der Bühne selbst platziert ist. Also im Hintergrund, hinter den Zuschauern, gibt es eine Doppelprojektion, auf jeder Seite eine. Und es gibt noch eine zusätzliche subjektive Bildebene. Das ist eine App, wo der Zuschauer selber auch Sachen auf der Bühne entdecken kann, die einmal Teile des Bühnenbildes sind, aber auch Teile der Handlung, die nicht dargestellt werden können. Am Anfang gibt es dann diesen Meteor, der über dem Erzähler schwebt. Es soll so eine Art Grundbedrohung darstellen, die noch nicht thematisch gefasst werden muss. Wir haben unsere Musiker auf Podesten außerhalb des Bühnenbereichs aufgestellt, verteilt im Raum, sodass der Sound dadurch von verschiedenen Ecken des Raumes kommt. Die Sänger haben wir um das Forum, also wir nennen das zentrale Element hier Forum. Das ist der Platz, an dem alles zusammenkommt und alles auch wieder auseinanderfällt. Und also von diesen Sängerpodesten aus geben sozusagen die Sänger diese politischen Statements. Mit anderen verteidigen Mütter dort, wo unsere Väter sind keine erreichtes Länder bedroht wird. Wir tauschen unsere Muttersprache, die Worte so schwätzen. Nicht gegen Waffen, wir sind Teil und wir ziehen die deutsche Sprache, den anderen Volk und Kultur mit ein in Gemeinschaft. Dann gibt es eine Szene mit 3 weiteren Charakteren, die sowas ist wie ein politischer Diskurs, der aber auf Plattitüden aufgebaut ist und wo es darum geht,
dass zuerst eine Person seine Meinung kundtut sozusagen, versucht, Publikum auf seine Seite zu ziehen, dann eine zweite und dann eine dritte Person kommt und die aber jeder für sich selber eigentlich die ganze Zeit sprechen, aber trotzdem das Ganze dialogisch wird. Jeder hat die ganze Zeit ein eigenes Tempo, also das ist ganz ein wesentliches Ding. Es ist so, als wäre jeder auf seiner Schiene und die arbeiten da alle so nebeneinander irgendwie. Aber was in dem Moment passiert ist, dass der eine zum Beispiel singt da 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 und der andere aber in einem anderen Tempo da 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 da. Also so hat man die ganze Zeit ein Wechselspiel zwischen 3 Tempis. Der eine singt immer, wenn der andere gerade nicht singt. Jeder in seinem Tempo. Und was jeder singt, der erste singt den Text von der ersten Insel, der zweite singt den Text von der zweiten Insel. Aber dadurch, dass der eine immer rein singt, wenn der andere gerade nicht singt, entsteht auf einmal ein komplett neuer Zusammenhang von diesen Wörtern. Und so habe ich nochmal eine neue, also jeder in seiner Argumentation ist eigentlich in einer geschlossenen Welt, aber ich schneide die so übereinander, dass auf einmal scheinbar die eine Welt die andere kommentiert, was aber gar nicht so ist. Bewahrung und wir bewahren. Verteidigung ist unsere, das was wir. Sie verstehen nicht falsch. Freiheit miteinander teilen. Es gilt, was gilt. Wir streben unsere. Sie haben sich Sprache teilen und trinken nach Freiheit. Richtig verhört. Diese 4 Rollen plädieren sehr auf ihre eigene Meinung, lassen andere Meinungen nicht zu. Und sie interagieren dadurch, dass sie sich eigentlich nicht sehen. Sie nehmen sich zwar gegenseitig wahr, aber versuchen sehr auf ihrer Linie zu bleiben, auf ihrer Spur zu bleiben und die Gesellschaft durch ihre Meinung zu überzeugen. Jeder ist da in seinem eigenen Tempo, jeder spricht da seinen Text, sein politisches Statement darunter und sie ergänzen sich, aber eigentlich ist jeder in seiner Welt drin und so habe ich da viele Entsprechungen, die mich ja auch faszinieren, interessieren. Das Ganze geht um Kommunikation, wie kommuniziert man miteinander, wie versteht man sich selber als Gemeinschaft oder als Einzelner, also wo endet der Einzelne, wo ist die Gemeinschaft. Dadurch uns gemeinsam die Kinder. Räume des Verbrennens. Christus ist unser. Wir wollen die Welt, bewegt unsere Welt, wie wir am Krieg. Der Flug ist Trug. Werden wir sind, wer jemand was will, nehmen mit nicht gut. Wir haben uns über wöchentliche Zoom-Meetings eigentlich unterhalten, über jedes Detail, die Sprache auseinandergenommen, so wer von den Sängern hat welche Position oder vertritt welche Position, welches politisches Statement steckt dahinter und sagt aber eigentlich doch nichts aus. Und so haben wir eigentlich Stück für Stück versucht, charakteristisch irgendwie heranzugehen und so was die Grundatmosphäre eigentlich sein sollte. Es ist halt so eine riesige Maschine, was da halt auch dahinter ist, wie viele Leute da mitwirken und man, ganz ehrlich gesagt, zuerst ist man einfach nur mal bewegt, irgendwie da geht man in dem Haus da herum, oben wird das Stück geprobt, unten, also überall ist mein Stück, wow, so, das ist einfach sehr schön. Eine Szene, die so mittendrin auch ist, es ist angelehnt an Monteverdi, wo der Sopran versucht, sich zu erinnern und merkt, es ist nichts über von dem, was einmal Vergangenheit war. Das ist so ein großer Bruch, auch musikalischer großer Bruch in dem Ganzen. Es ist von Monteverdi Lasciatemi memorire. Ich wusste immer, ich will einen Teil haben, der sich total stark auf ein klassisches Stück bezieht und ich liebe Monteverdi. Ich arbeite mit diesen Pulsüberlagerungen, also es ist ein Streichquartett eigentlich, das da räumlich verteilt sitzt und jeder spielt halt eigentlich immer, sagen wir jetzt, wir haben einen C-Dur-Klang, der eine spielt C, E, C, E, C und der andere E, G, nur jeder in einem anderen Tempo, so entsteht der C-Dur-Klang zum Beispiel zerbricht irgendwie, wird so, als hätte jemand mit einem Schwamm über diesen Klang drüber gewischt und auf einmal, er wirkt auf einmal zerbrechlich, irgendwie verwaschen, irgendwie so weit weg. Und ich wollte, dass die Sängerin zwar dieses Arienhafte singt, aber so leise singt, so eigentlich, dass sie nicht mehr in dem ist, also so total entrückt, so total, hat natürlich auch was Trauriges.
durch diese Klicklösung braucht man jetzt keinen Dirigenten, der einen Takt schlagt, und das habe ich halt irgendwie kommuniziert. Es war aber immer klar, dass es eine musikalische Leitung braucht. Es ist sozusagen ein demokratischer Prozess, das Ganze. Es gibt keine Autorität, die bestimmt, wie das gespielt wird oder wie das interpretiert wird. Es wird ein Dialog ständig, es gibt einen Dialog mit den Interpreten und Interpretinnen und vor allem mit den Sängerinnen und Sängern, um auch die Rolle herauszufinden. Man kann dann sozusagen die Rolle auch nochmal besprechen, man kann Veränderungen vornehmen und man kann das auch auf die eigene Stimme ein bisschen abändern, soweit der Komponist zufrieden ist. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interagierende Arbeit. Also es ergänzen sich dadurch viele Ideen und ich finde, das Stück wird dadurch sehr bereichert auch. Ich würde zum grundlegend sagen, Ferdinands Text ist ja eigentlich auch schon sehr rhythmisch, finde ich auch immer wieder, macht schon eine eigene Klanglichkeit eigentlich auf. Ich finde, es passt sehr gut zum Thema auch die Idee, dass man die Musiker ohne einen Dirigenten, ohne eine sichtbare Autorität allein agieren lässt, wobei sie auch durch einen Klick immer geführt werden. Eine Herausforderung ist vor allem diese Arbeit mit dem Click-Track. Es ist etwas Neues und es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß, ein Sänger will natürlich auch brillieren und ich kann nur sagen, die brillieren da. Als Zuhörer nimmt man das nicht so wahr, aber es ist wahnsinnig schwer, was die da machen. Sie müssen einen Text, der immer wieder fast ähnlich ist, aber dann doch anders ist, das muss man mal auswendig lernen. Dann ist man immer auf diesen Klick konzentriert. Das Metrum, immer 4 Schläge, meistens pro Takt. Und alle 5 Takte wird die Taktzahl angesagt. Das ist das, was man im Ohr hört. Das heißt, es ist dann zum Beispiel 105, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann wieder 110, 1, 2, 3, 4. Und man lernt sozusagen den Text und die Melodie aufgrund dieser Zahlen, was etwas sehr Neues für uns Musiker eigentlich ist. Man muss sich auch orientieren einmal, dass man nur mit einem Klick spielt und man hört dann natürlich nicht so gut wie sonst, auch wie man die Balance zu den anderen regeln muss. Das war eine Herausforderung, das war sicher anstrengend. Von der Farbigkeit angefangen war das Thema, dass die Charaktere schon sehr lange auf ihrer Position verweilen und was bleibt sozusagen einfach nach dieser langen Zeit übrig und deswegen sind wir in diesen Schwarz-Grautönen geblieben. Und ich wollte eigentlich auch, weil das Grundkonzept der Bühne eigentlich zuerst da war, wollte ich von der Bühne die Grundstrukturen auch ein bisschen in das Kostüm mit einbauen, sozusagen, dass die Umwelt auch die Charaktere natürlich beeinflusst, also die Atmosphäre von außen. Und das Grundkonzept von der Materialität her war, dass alle aus dem gleichen Material geschaffen werden, aber in individuellen Schnitten. Also es ist aus dem gleichen Material geschaffen, aber trotzdem versucht individuell zu sein, aber man ist trotzdem eins. Es war grundsätzlich auch geplant, dass wir wirkliche Klassengesellschaften aufbauen in diesem Stück. Und sozusagen die Musiker sind bei uns eher die Arbeiterklasse und die Sänger sind sozusagen die Elite, die Professoren, die Akademiker. Der Sprecher und der Chor sozusagen sind diese Künstler, diese Systemaussteiger, das ist ein bisschen was dazwischen, die Querdenker, die wir eigentlich das Ganze durchschauen und das Publikum eigentlich auch ein bisschen darauf aufmerksam machen will, so hey,
das seid ihr und ihr habt das auch so weit kommen lassen. Aber deswegen haben die auch Overalls, die haben Zünfte, also auf ihren Brust ist jeweils ein Logo oder ein Label sozusagen von dem Instrument, was sie spielen. Also das ist sozusagen die Inspiration von den verschiedenen Zünften, die es damals gegeben hat. So jeder ist seine Zunft und vertritt sozusagen die auf diesem Podest. Vielleicht nicht nur von Diese Oper hat jetzt nicht eine erzählende Handlung eigentlich. Sie stellt Fragen oder sie macht Räume auf eigentlich. Ein Raum ist der, was macht ein Volk zum Volk? Was ist dieser Begriff? Wie entsteht das überhaupt? Zweite Frage ist, wie funktionieren überhaupt so Denkprozesse? Wo treten Fehler auf? Wo treten Fehler im Denken auf? Das ist so ein wichtiges, also in der Oper, glaube ich, erlebt man dann immer wieder, dass man so Erwartungshaltungen hat, die dann teilweise erfüllt, aber teilweise auch nicht erfüllt werden. Dann auch Spannungsbögen zwar wieder entstehen und plötzlich gibt es einen totalen Abbruch und man ist in einer kompletten anderen Welt. Ich bin total stolz auf das Ensemble, ja, weil ich weiß, dass das junge Menschen sind, die sich aber voll darauf eingelassen haben, was das für sie bedeutet. Ja. Und man hat bei denen von Anfang an bei allen gemerkt, wie interessiert sie sind in dem, was da passiert und wie sie sich voll auf dieses Neue auch einlassen. Und was die da geschaffen haben, darauf bin ich auch mit stolz. Ja. Es gibt zwar keinen stringenten narrativen Verlauf, aber es gibt einen Verlauf, wohin entwickelt sich diese Gemeinschaft oder eben Nicht-Gemeinschaft. Was passiert dadurch, wenn man zwar eine Gemeinschaft behauptet, aber keine ist, weil jeder für sich selber bleibt, weil man nicht zuhört, sondern nur spricht. Das endet in der Oper darin, dass eigentlich sozusagen man die Sprache komplett verliert und zuerst von kompletten Sätzen es zu sinnbefreiten Sätzen wird, dann werden es nur noch Worte und am Schluss sind es nur noch Silben, die überbleiben, die für sich selber überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Und dann gibt es so ganz zuletzt etwas, dass nämlich die Sänger und die Interpretinnen zum Klatschen anfangen. Also es wechselt sich auf einmal, also das Publikum ist auf einmal zum Volk geworden, also zu den Schauspielern geworden und die Schauspieler werden auf einmal zu den Beobachtern. Also genau die beiden drehen sich eigentlich um. Lass